hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der E30 Tutorials. Hier ist euer Phil und heute beschäftigen wir uns mit einer Geschichte, die auch die meisten E30-Fahrer kennen dürften. Da ihr ein altes Auto fahrt, wisst ihr, dass eure Scheinwerfer mit der Zeit ziemlich hässlich und unansehnlich werden, und das betrifft nicht nur die Steinschläge von außen, die ihr natürlich auch habt, aber mir geht es heute darum, dass die Teile, wie ihr hier auf diesem Videoteil sehen könnt, einfach von innen beschlagen sind und total milchig. Natürlich gibt es auch Außensteinschläge und es gibt diverse Videos auf YouTube-Kanälen, wie man das macht, die von außen zu behandeln. Aber mir geht es jetzt hier primär darum, euch zu zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, hier die Scheinwerfer von innen sauber zu machen und im Notfall auch die Gläser zu tauschen. Ja, und wie ich später noch erklären werde, ist hier die Tatsache, dass wir hier ein Vor-Facelift-Modell haben, einfach das Problem, die Scheinwerfer sind unglaublich teuer im Zubehör und bei BMW erst recht, und für ein Nach-Facelift-Modell bekommt ihr ganz unproblematisch Scheinwerfer, aber für die alten Modelle eher weniger. Ja, hier steigen wir mal ein. Natürlich entriegeln wir hier unsere Motorhaube. Und ja, wir gehen dann an unsere Scheinwerfer-Verblendungen im Innenraum an, und das ist ziemlich einfach, wie ihr euch denken könnt. Ihr habt einfach nur hier zwei Plastikmuttern, die ihr lösen müsst, und danach könnt ihr ganz einfach hier eure Abdeckung rausnehmen. Dann liegen eure Scheinwerfer schon frei und wir können hier unsere Einstellmuttern erkennen. Ja, der nächste Schritt ist, hier diese Metallklipse abzumachen. Das sind hier 3 Stück, 2 vorne und einen weiter hinten in der Nähe der Niere. Die 3 Teile einfach ausklipsen. Ja, am Frontbereich hier unser Nierengrill, die betroffene Seite, da sind einfach nur 2 Kreuzschlitzschrauben, eine in der Nähe der Niere und die andere auf der linken Seite. Wenn ihr hier unsere zweite Schraube gelöst habt, könnt ihr natürlich hier diesen Kühlergrill rausnehmen und habt hier Zugriff auf euren Scheinwerfer. Ja, hier sieht man noch sehr schön, wie die Dinger von innen beschlagen sind, ne? Neben dem unschönen optischen Effekt habt ihr da auch das Problem natürlich, dass ihr nicht mehr so viel seht damit, wenn ihr das Licht einschaltet. Ja, und kurz hier angedeutet, die 3 Schrauben, die müssen dann gleich raus. Aber zunächst gehen wir hier mal nochmal nach innen und lösen hier mal unsere Verkabelung der Abblendlicht- und Fernlichtscheinwerfer. Einfach hier diese Gummitüllen abziehen und dann seht ihr hier schon die Plastikstecker, die einfach abgezogen werden. Und wenn wir hier nochmal sehen, wie ich diese Stecker löse, könnt ihr unschwer erkennen, dass wir hier ein Auto haben ohne Leuchtweitenregulierung. Gott sei Dank, sage ich euch, denn alle Autos vor 1990 brauchen diese überflüssige Geschichte nicht. Damit habt ihr nur Ärger, und E30-Fahrer wissen, die Teile sind hydraulisch ab Baujahr 1990, und die Dinger machen einfach nur Ärger, erst recht beim TÜV, und das Problem habt ihr hier bei dem Vor-Facelift-Modell überhaupt nicht, weil dieser unnötige Schnickschnack einfach weg ist. Ja, wir haben hier unsere 3 Schrauben gelöst, und jetzt können wir einfach den Scheinwerfer rausnehmen, und ja, wir können hier nochmal unsere Verstelleinrichtungen sehen, womit ihr natürlich eure Scheinwerfer ausrichten könnt. Die machen wir nachher so ein bisschen sauber und sprühen die mit WD-40 ein, damit die Teile auch leichtgängig sind, wenn ihr die Dinger mal verstellen müsst. Der nächste Schritt ist hier unser Bajonettverschluss. Diese Aluminium- oder Gusskappe hier, die löst ihr, indem ihr nach links dreht und legt somit hier die Kabel frei. Hier seht ihr 3 Stück, einmal an unserer Standlichtbirne hier, dann in der Mitte die zentrale Glühbirne und das braune Massekabel. Die Dinger werden einfach abgezogen. Eventuell braucht ihr dafür nochmal eine Zange, wenn die Teile so schwer abgehen. Aber ansonsten ist das Ganze recht einfach.
Wenn ihr hier die Kabel abhabt, dann können wir natürlich hier an unsere Glühbirne gehen. Die ist einfach mit so einem Metallbügel hier fest, der wird hier nach unten rausgedrückt. Und wenn ihr diesen Hebel dann abhabt, dann könnt ihr ganz normal die Glühbirne rausziehen. So, unsere Glühbirne ist jetzt raus. Vorsichtig an die Seite tun das Teil. Und dann werfen wir nochmal einen Blick hier auf unseren Gesamtscheinwerfer, wie der aussieht. Ihr habt hier noch so einen Metallring außen, den können wir natürlich hier gleich abziehen. Und die Dinger werde ich auch später erneuern, weil die sehen nicht mehr so schön aus. Man kann die natürlich auch lackieren, aber ich habe neuwertige oder neue Teile und somit können wir die ganz einfach später ersetzen. Das sieht ganz schick aus. Hier das Ganze jetzt nochmal an der anderen Seite. Unser Bajonettverschluss wird nach links gedreht und hier haben wir unseren zweiten Scheinwerfer, unsere zweite Glühbirne und hier im Prinzip das gleiche wie auf der anderen Seite. Ja, hier ist dieser Metallbügel, den müsst ihr natürlich rausziehen nachher, um weiterzumachen. Dann nehmt ihr einfach einen kleinen Schraubenzieher und holt ihn da raus und dann wird quasi dieses Glühbirnenloch dazu verwendet, um den Scheinwerfer dann von innen zu reinigen. Ja, der Aufwand lohnt sich sicherlich, den Scheinwerfer von innen zu reinigen, weil es ist, wie gesagt, ziemlich teuer, diese Scheinwerfer komplett zu ersetzen, weil die Vor-Facelift-Modelle so verdammt teuer sind oder gar nicht zu bekommen sind im Zubehör. Und die Schwierigkeit ist natürlich, dass ihr quasi nur durch dieses kleine Glühbirnenloch an die Scheinwerfergläser von innen rankommt. Und wir sehen hier mal, wie ich die Sache angehe. Ich nehme hier einfach Glasreiniger, um die Teile erstmal grob abzusprühen. Ihr könnt natürlich auch irgendeinen Fettlöser benutzen, weiß ich nicht, was es da alles für Sachen gibt. Von mir aus auch Backofenreiniger. Innen reinsprühen das Ganze und ja, im nächsten Schritt nehmt ihr dann einen Wasserschlauch und sprüht das Ganze ein oder aus und gebt ordentlich da Druck drauf mit Wasser. Ja, wichtig ist hier, dass ihr eure Gläser schützt. Ich habe hier eine Fußmatte untergelegt auf diesen Stein hier, damit die Teile nicht beschädigt werden. Ja, wenn ihr die Dinger hier jetzt grob abgesprüht habt, dann könnt ihr die Scheinwerfer nachher auch dann in die Hand nehmen, so ein bisschen schütteln, weil ja, ihr müsst gucken, dass ihr dadurch den groben Dreck schon mal anlöst. Ja, das Ergebnis kann sich schon sehen lassen. Die Teile sind von innen soweit schon mal gereinigt. Und im nächsten Schritt packen wir die Dinger an die Sonne, lassen sie etwas trocknen. Und jetzt widmen wir uns hier der Außengeschichte. Und ja, außen versuche ich natürlich auch die Steinschläge zu beseitigen oder zu minimieren und habe hierfür 3 verschiedene oder 4 verschiedene Sorten Schleifpapier mir besorgt, 3000er, 2000er, 1000er und wir fangen hier Schritt für Schritt an, die Scheinwerfer von außen abzuschleifen, natürlich nass. Diese Anleitung dazu, hier Scheinwerfer von außen von Steinschlägen zu beseitigen, wie gesagt, findet ihr natürlich auch bei YouTube nochmal in ausführlicher Form. Trotzdem werde ich es euch hier nochmal schrittweise ganz kurz nochmal zeigen, wie man das grundsätzlich macht. Also wir fangen hier mit Tausender an, schleifen hier kreuzweise, also nicht kreisförmig in die Richtung jeweils erstmal mit dem Tausender, dann nehme ich 2000er, dann 3000er. Ihr könnt auch am Ende 5000er nehmen. Das ist letztendlich euch überlassen. Wichtig ist schön mit Wasser und es gilt auch, je länger ihr das macht und je sorgfältiger ihr das macht, umso schöner sehen eure Scheinwerfer aus. Ich habe jetzt hier für diese beiden Scheinwerfergläser ungefähr 20 Minuten investiert. Das hat mir dann am Ende gereicht.
Seid ihr mit dem Schleifen soweit fertig, dann macht ihr das Ganze hier trocken von außen und für die Innengeschichten benutzen wir hier einen Heißluftföhn. Wenn ihr somit grob durch seid, dann müssen wir hier die Scheinwerfer nochmal von innen auswischen, was nicht so leicht ist, weil ihr habt hier wirklich nur ein sehr, sehr kleines Loch. Und ich habe das hier mit etwas Zewa-Tuch oder Toilettenpapier versucht und benutze hier einen langen Draht, um dieses Zellstoff hier in den Scheinwerfer reinzufummeln, was dadurch erschwert wird, dass quasi in diesem Glas noch so eine Art Reflektor drin ist. Da habt ihr im Prinzip keinen direkten Zugang zum Glas. Aber trotzdem mit etwas Geduld könnt ihr hier euren beweglichen Draht hin und her bewegen und somit hier den Scheinwerfer von innen reinigen. Ich war allerdings noch nicht so richtig zufrieden da mit dieser Geschichte und habe mir noch jetzt hier so einen Kunststoffreiniger geschnappt und sprühe jetzt hier nochmal in die Öffnung diesen Kunststoffreiniger hinein in den Scheinwerfer und ja, dann nehme ich den und bewege den ein bisschen hin und her, damit er sich verteilt. Und jetzt versuche ich es hier nicht mit dem Zellstoff, weil ich habe gemerkt, das ist nicht so optimal. Ich habe mir hier aus einem T-Shirt einfach so einen Streifen geschnitten und mache das Ganze jetzt hier nochmal mit dem Draht und mit dem Schraubenzieher. Und ihr seht, das sieht schon ziemlich gut aus. Mit etwas Geduld bekommt ihr euer Glas von innen schön sauber. Ja, wenn ihr hier zufrieden seid mit eurer Reinigungsgeschichte von innen, schnappt ihr euch hier eine Kunststoffpolitur. Hier habe ich Elsterglanz verwendet. Ihr könnt natürlich auch irgendwas anderes benutzen. Reibt eure Scheinwerfergläser von außen schön ein damit. Am besten kreuzweise, so wie ihr es auch beim Schleifen gemacht habt. Und wenn ihr damit fertig seid, lasst ihr die Teile 10 Minuten stehen und poliert die dann aus. Ja, eine kleine Geschichte noch am Rande hier. Und zwar, wie ihr hier auf diesem Foto sehen könnt, das ist jetzt hier die andere Seite meiner Scheinwerfer, habe ich das Ganze schon bei einem anderen Scheinwerferpaar hier versucht und dummerweise ist mir hier bei dem anderen Scheinwerferpaar hier der Scheinwerfer runtergetickt und die Glasscheibe kaputt gegangen. Somit ist hier meine Reinigungsaktion leider gescheitert. Allerdings hat mir das die Gelegenheit eröffnet, mal auszuprobieren, ob man die Scheinwerfergläser einzeln tauschen kann und tatsächlich es funktioniert. Ich erläutere euch das demnächst nochmal, aber die Hauptproblematik ist natürlich, dass diese Vor-Facelift-Scheinwerfer fast nicht zu kriegen sind oder zu teuer sind und somit habe ich mir hier im Zubehör für ungefähr 60 € das Paar Nach-Facelift-Scheinwerfer besorgt und benutze jetzt quasi die Scheinwerfergläser oder habe eins der Scheinwerfergläser benutzt, um hier meine alten zu reparieren. Hier auf dem Boden seht ihr hier diesen nagelneuen Scheinwerfer und hier oben seht ihr den alten. Und zwar im Prinzip müsst ihr eigentlich nur, um die Gläser zu tauschen, mit einem Heißluftföhn dieses Glas hier anlösen. Die Dinger sind geklebt mit einem ziemlich hartnäckigen Kleber, aber wenn ihr das Gehäuse dieses Scheinwerfers quasi mit dem Föhn bearbeitet gleichmäßig, könnt ihr ganz, ganz vorsichtig hier dieses Glas abziehen und natürlich die Dichtflächen richtig schön reinigen und dann kauft ihr euch hier im Baumarkt irgendwo einen Montagekleber, irgendwas Dauerelastisches, was auch für draußen geeignet ist und dann könnt ihr im Prinzip von einem neuen Scheinwerfer, den ich jetzt da unten habe, das neue Scheinwerferglas quasi auch ablösen und klebt das Ding einfach auf euren alten drauf. Die Schwierigkeit bei mir hier war einfach, dass hier diese elektrischen Anschlüsse des Nach-Facelift-Scheinwerfers nicht bei mir gepasst haben und ich hatte keine Lust hier irgendwie rumzubasteln, weil ich das Auto gerne in einem möglichst originalen Zustand belassen wollte. Und dieser
Nach Facelift-Scheinwerfer hier, wie ihr ihn seht, hat erstmal so einen Ellipsoid-Scheinwerfer, was ja optisch vielleicht nicht so dolle passt zu meinem Auto. Aber hier, was mich vor allen Dingen abgehalten hat, hier diesen da rein zu basteln, ist einfach hier diese elektrischen Anschlüsse. Die Bajonettverschlüsse von meinem Modell passen einfach hier nicht drauf. Und ich wollte jetzt keine elektrischen Kabel auseinanderschneiden und irgendwelche Bastelaktionen machen. Das Einzige, was ich hier noch weiter verwenden werde, ist hier diese Chromringe. Die lassen sich hier lösen und die werde ich hier auf meine alten Gehäuse draufpacken. Das funktioniert ziemlich gut, aber natürlich solltet ihr es vermeiden, irgendwie Scheinwerfergläser zu zerstören. Aber denkt dran, wenn eure Scheinwerfergläser einfach von außen zu schlecht sind, dann lohnt es sich auch über so eine Aktion nachzudenken. Hier die Scheinwerfergläser, also nur das Glas hier mittels dieser Föhntechnik einfach zu ersetzen. Es funktioniert. Diese Geschichte mit dem Tausch der Gläser habe ich hier leider nicht auf Video aufgezeichnet. Das habe ich schon einige Tage vorher gemacht und ausprobiert, ob das funktioniert. Und ja, es funktioniert wirklich gut. Aber ich hoffe, ihr könnt euch auch so vorstellen, wie das Ganze dann praktisch gemacht wird. Ja, und hier seht ihr, wie ich meine Chromringe drauf mache, und wenn die Dinger dann drauf sind, dann werdet ihr feststellen, die Dinger sehen wirklich schick aus, und ja, es ist wirklich kein Grund hier, da hier neue Scheinwerfer einzubauen, wenn ihr das Ganze auch etwas einfacher haben könnt. Ja, wenn ich natürlich hier mein Glas nicht zerstört hätte, dann hätte ich auch keine neuen Scheinwerfer kaufen müssen, aber so ist es halt, und wie man hier sehen kann, mache ich jetzt hier meine Verstelleinrichtung noch so ein bisschen leichtgängig, schön WD-40 drauf. Die Dinger gammeln mit der Zeit, und wenn ihr für den TÜV oder wofür auch immer eure Scheinwerfer verstellen müsst, dann ist es einfach besser. Ihr habt die Dinger vorher eingeölt. Ja, hier seht ihr die Klammer, die wieder rein muss, und ja, im Prinzip seid ihr hier dabei, euren Scheinwerfer wieder zu komplettieren. Diese Klammer ist so ein bisschen hartnäckig, kleiner Schraubenzieher hilft, die Dinger da rein zu klippen, und im nächsten Schritt kommt dann die Glühbirne rein. Achtet darauf, dass sie richtig sitzt hier mit dieser glatten Fläche, und die Klammer kommt dann wieder rein. Ja, hier ist das Massekabel, das kommt hier wieder drauf, und auf dieser Seite des Scheinwerfers hier der zentrale Stecker, und am Ende dann wieder euren Bajonettverschluss aufsetzen und einmal kurz nach rechts drehen, und das Ding ist fest. Hier das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Wieder den Masseanschluss, den zentralen Anschluss und euer Bajonett wieder einklicken und nach rechts drehen, und fertig ist das Ganze. So, unser Scheinwerfer ist jetzt wieder komplett, und wir bereiten jetzt hier den Einbau vor. Etwas Kunststoffreiniger, den machen wir hier auf unser Auto, machen das so ein bisschen sauber. Das macht einfach Sinn, wenn ihr die Dinger raus habt, einfach mal hier an diese Stellen zu kommen, was eben sonst nicht so einfach geht, und hängt den Scheinwerfer wieder ein in die dafür vorgesehene Position. Wie gesagt, es sind hier 3 Schrauben, die ihr wieder reinmachen müsst. Diese 3 dicken Blechschrauben, die ihr da reinschrauben müsst. Und dann habt ihr das Ganze geschafft. Ja, und wie man sieht hier, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Scheinwerfer strahlen wieder und sind nicht mehr so milchig, und das sieht einfach viel besser aus, und ihr habt einfach wieder eine gute Lichtausbeute. Ja, hier kommen die Clips wieder drauf, unsere Metallclips von unserem Kühlergrill, und im allerletzten Schritt natürlich die beiden kleinen Kreuzschlitzschrauben vom Kühlergrill noch rein, und schon können wir das Ganze testen, und wir sehen hier die Abblendscheinwerfer, und auch das Fernlicht funktioniert, und ja, das Ganze sieht wieder schick aus, und wie man sieht, auch in der Abenddämmerung ist das Ganze einfach schön anzusehen. Und wie man sieht hier, das ist nochmal hier ein Foto, bevor wir das Ganze hier gemacht haben. Es hat sich also gelohnt, und ihr seht, dass ihr mit bescheidenem Aufwand, also circa 1,5 bis 2 Stunden pro Seite, hier eure Scheinwerfer wieder sauber bekommt, von innen und von außen, und ihr habt einfach wieder ein schönes Auto.
Und selbst wenn eure Gläser nicht zu retten sind, dann besorgt euch irgendwo ein paar Gläser, die entweder neuwertig sind oder einfach kauft euch für ein paar Euro hier einen neuen Scheinwerfer und baut im Notfall eure Gläser um. Das ist alles kein großes Problem. Ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder zu einem neuen Video, was hoffentlich bald mal wieder kommt. Und ja, bis bald, euer Finn.